Steffi und Ellen Radke führen ein ganz normales Familienleben als Pastorinnen-Ehepaar mit Kind auf dem Dorf in Niedersachsen. Und darüber vergessen sie sogar manchmal ihr Queersein. Wäre da nicht ihr extrem erfolgreicher YouTube-Kanal Anders Amen. Darin reden sie über Beziehung, über Sex, über künstliche Befruchtung und natürlich über Glaube, Kirche und Theologie. Und wenn sie sich nicht vorstellen kann, wie sowas zusammengeht, dann zeige ich Ihnen das. Das sieht nämlich so aus. Wir sind ein queeres, lesbisches Pastorenehepaar hier auf dem Dorf im verflixten 7. Jahr. Und jetzt stehen wir hier mit einem positiven Schwangerschaftstest. Und ich bin Pastorin. Ja, ich bin Pastorin und wir versuchen... Schönen guten Morgen, Ellen und Steffi Radke. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen, ist doch die Antwort, oder? Das ist immer Ja. erstmal eine gute Antwort. Der auf jeden Fall. Eisbrecher. Ja. Wir haben eben ganz kurz reingeguckt in das, was ihr mit Anders Amen bei YouTube macht. Mit einer wirklich großen Followerzahl, der größte evangelische Kanal. Der einzige, nee, doch nicht, das stimmt nicht. Das hast du jetzt schon gesagt. Was hat euch dazu gebracht, euer so Privates so öffentlich zu machen? Wir sind Pastorinnen auf dem Dorf. Es gibt gar nicht so richtig privat in unserem Leben. Also egal, was wir tun, egal, was wir im Supermarkt eingekauft haben, also eine Nachbarin, bevor wir vom Einkaufen nach Hause kommen, weiß unsere Nachbarin schon, dass wir jetzt gleich eine Kiste Bier reintragen. So. Also so privat leben wir eh nicht. Also das heißt, wir haben einfach nur quasi die dörfliche Öffentlichkeit, die uns eh beobachtet, ein bisschen vergrößert. Genau, bleibt trotzdem die Frage, ne? Weil das eine ist, das im Dorf zu machen und das andere ist, das dann groß zu machen und viel öffentlicher zu machen. Denn das ist ja nicht durchaus nur was Positives, diese wenige Privatsphäre, die man als Pastorin auf dem Dorf auch hat, zu erleben. Genau, und bei YouTube ist das eine sehr kontrollierte Öffentlichkeit. Wir entscheiden ja, was wird gezeigt, wie sehen die Leute. Das ist ja nicht eben eigentlich viel eingeschränkter als das auf dem Dorf. Da sind wir völlig ungeschützt. Trotzdem bleibt die Frage, warum wolltet ihr das? Also zum Beispiel das Thema künstliche Befruchtung. Es gibt eine Szene in unserem Kanal, da spritze ich mir gerade Hormone in den Bauch. Was für einen Aufschrei das gab in der Kirche, dass ich sowas zeige. Dass das aber gerade meine Lebensrealität war, jeden Tag mir mindestens eine Spritze zu setzen, eher 2 und dazu noch Tabletten zu nehmen, das wurde ja gar nicht beachtet. Und das ist ein völlig ungesundes Tabu, dass darüber nicht geredet wird und dass das nicht einfach gezeigt wird, was bedeutet so eine Behandlung in künstlicher Befruchtung. Und wir haben uns dazu entschieden, ganz privat wird es dann, wenn wir denken, da steckt ein ungesundes Tabu dahinter. Und da muss mehr drüber geredet werden. Auch wie wir überhaupt an ein Kind kommen und was wir alles ausprobiert haben, um an ein Kind zu kommen. Bis wir selber an diese Informationen rangekommen sind, mussten wir echt tief in den Foren überall graben. Warum ist das nicht einfach viel einfacher zugänglich für gleichgeschlechtliche Paare? Und deswegen haben wir uns also immer, da wo wir an der Grenze sind, des für uns doch sehr Privaten, da überlegen wir genau, hat das einen positiven Mehrwert, dass wir das machen? Tun wir anderen damit wenigstens etwas Gutes? Wir geben ja nicht einfach irgendetwas preis, nur für mehr Klickzahlen. Gut, aber das ist natürlich die Frage, Natürlich. Wo ist Clickbait? Wo ist die Grenze? Weil viel intimer als künstliche Befruchtung und Hormone spritzen wird es ja vermutlich nicht, oder? Also außer jemand dann ganz mitnehmen. Diese Erfahrung, die wir machen, also der frustrierendste Ort ist nicht sonntags morgens, wenn keiner an die Kirche kommt als Pastorin, sondern wirklich das Wartezimmer einer Kinderwunschklinik. Es ist so bedrückend, die Stimmung. Und jedes 6. Paar hat ein Problem, auf natürlichem Weg Kinder zu kriegen. Und die Kirche redet darüber nicht. Und ich glaube, wir können gut darüber reden, weil von uns beiden wird ja nicht erwartet, dass es auf natürlichem Weg klappt. Also wir müssen nie ein Defizit irgendwie offenbaren. Das ist ganz klar, wir zusammen können keine leiblichen Kinder bekommen. Und ich glaube, deswegen können wir umso besser darüber sprechen. Also jetzt habt ihr gesagt, worüber ihr sprecht, worüber sprecht ihr nicht? Was sind die Grenzen, die es gibt? Also schon von den Räumlichkeiten, was wir zeigen. Wir zeigen nicht alles. Also es wird niemals eine Kamera bei uns im Schlafzimmer sein. Das Zimmer, was jetzt so vieles Kinderzimmer irgendwann wird nicht gezeigt werden. Wir gehen sehr vorsichtig überhaupt mit unserer Tochter um, was von ihr gezeigt wird. Gerade jetzt, sie ist 1 Jahr alt und kriegt so charakteristische Gesichtszüge. Ich finde, das gehört dann auch einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit. Aber habe ich nicht aus irgendeiner befreundeten Talkshow gerade ein Foto gesehen von ihr? Ja, unser offizielles Pressefoto. Aha, genau. Okay. Ja. Aber du ist ja auch drauf, ne? Also, genau. Ja. Genau, aber das ist so also da gibt es ja Studien, ab einem gewissen Alter zum Beispiel erkennt man sie wieder. Und als Baby... Genau, und auch da haben wir uns immer entschieden, wir zeigen nichts. Wir zeigen sie nicht beim Wickeln, wir zeigen sie nicht bei angeblich lustigen Fotos, die am Ende total peinlich sind. Genau, beim Essen mit Sabber im Mund. Also es gibt ja wirklich lustige Fotos, die aber bitte ins Familienalbum gehören und nicht auf Social Media. Also ihr habt gesagt, was ihr teilt, was ihr nicht teilt. Trotzdem bleibt die Frage bei all dem Privaten, was ihr ja dann eben doch macht. Wie sehr würdet ihr sagen, oder kriegt ihr die Frage, wie sehr seid ihr noch Kirche bei sowas? Was glaubt ihr, was
Also was mich immer so aufregt ist, ich bin Christin. Und weil ich als Christin lebe, ist es schon Glaube drin. Und meine Aufgabe, und ich finde, deswegen werden Pastoren oder PastorInnen verdammt nochmal bezahlt, meine Aufgabe ist, die Botschaft, die wir anvertraut bekommen haben, in diese Welt reinzukriegen. Ja? Dafür werde ich bezahlt und nicht die Welt von Jesus von vor 2000 Jahren irgendwie aufzubauen. Was ist denn die Botschaft? Was bringt ihr denn an Botschaft in diese Welt mit? Was ist euch wichtig Wir im Glauben? zeigen unser christliches Leben. Ich finde es immer schwierig zu zeigen, wo ist Kirche, weil Kirche immer so mit dieser Institution, mit den Gebäuden und so verknüpft wird. Wir sind 2 gläubige Frauen und davon zeigen wir. Also wir haben jetzt über St. Martin geredet. So. Für viele ist das nur noch Laterne laufen, aber wir haben eben darüber geredet, was das für uns bedeutet. So. Wir reden über Karfreitag. Wir können nicht so viele Andachten zeigen, wie wir wollen, weil uns die Leute dann mit zu vielen Zuschriften kommen und wir das zeitlich nicht mehr geschafft haben. Aber ich glaube, bei allem, was wir senden und bei allem, worüber wir reden, zeigen wir etwas von unserem Glauben. Und das ist das Entscheidende. Was ist die Kernaussage eures Glaubens? Also könntet ihr das benennen? Ja. Deine Begrüßung. Ach so, ja, hallo, ihr geliebten Himmelskinder. Aber das ist es gar nicht, sondern wirklich zu sagen, alter Rede, aber wir sind glücklich, unser Leben gelingt. Und ich würde sagen, ich spüre in meiner Ehe das Reich Gottes fast täglich. Und das heißt also, muss es von Gott gewollt sein. Ja, manchmal ist es auch anstrengend, das will ich ja gar nicht verheimlichen. Und einfach, ich glaube, wir sind so ein Spiegel. Bam! Unser Leben gelingt, unser Kind ist gesund, wir sind da, es ist super. Wir haben einen Job, wir sind versorgt, wir leben die Welt. Und wir sind aber queer. Und das ist das Coole. Also das, wo viele ein Problem mit haben, wir leben das einfach. Aber ist die Einfachheit eurer Botschaft auch, wir sind alles geliebte Kinder Gottes? Ist es so? Wenn du begrüßt mit Hallo, liebe Ja, und das wäre das runtergebrochen. Aber ich glaube, ja, auch ein bisschen, wir sind geliebte queere Kinder Gottes auch. Ja? Sind ja auch Kinder, oder? Natürlich sind es Kinder, aber ich glaube, in dieser Kirche muss man das oft mal auch betonen, dass auch queere Kinder geliebt werden und dass das Queere ein Adjektiv ist, das Gott mir geschenkt hat. Ich glaube, das klingt immer so, ist es einfach diese Botschaft, ihr seid alle geliebte Himmelskinder, aber dass alle geliebte Himmelskinder sind, wird dann schwierig, wenn ich auf Menschen treffe, die sich einfach nicht so verhalten, als wären sie geliebte Himmelskinder. Und ich glaube, das ist somit, das ist eben super einfach gesagt, aber das ist schon mit einer der wichtigsten Botschaften. Absolut. Was würdet ihr sagen, für wen macht ihr eigentlich diesen Kanal, außer für Menschen, die einen Kinderwunsch haben? Denn es geht ja nicht primär um Kinderwunsch bei euch, sondern es geht ja um Glauben und Kirche und Theologie, gepaart mit all den Themen, die zum Leben gehören, denn Glaubensthemen sind immer Lebensthemen, sonst brauchen wir sie nicht. Ja, wir hatten am Anfang uns eine klare Zielgruppe gesetzt. Das waren Menschen unter 24, vorwiegend weiblich, die kein Vaterunser mehr sprechen können. So, aber irgendwie Interesse an was Religiösem haben. Auf diese Marke? Na, weil das gibt es in Kirche nicht. Also wir wollten halt was schaffen, was nicht die primäre Zielgruppe momentan von Kirche ist. Weil wir beide selber nicht so die primäre Zielgruppe sind. Also wenn wir uns so Angebote von Kirchen angucken, dann ist da für uns eigentlich nichts dabei. Außer natürlich der Sonntagsmorgensgottesdienst, unser Dauerbrenner, der immer richtig gut besucht ist. Den ihr nur besucht, wenn ihr selber da seid und dran seid. Genau, ja. Wenn wir dafür bezahlt werden. Ja, genau. Ja. Ich gehe immer. Ich kenne das Problem. Genau, und das ist halt... Nein, ich gehe immer. Aber es ist ätzend, wir haben Personal für alle, weil genau wie die Gesellschaft bunt ist, sind wir auch bunt. Und deswegen müsste es auch ein Angebot für uns geben. Und es gab es aber nie. Und das war so einer der Punkte, wo wir uns drüber immer geärgert haben. Und es ist natürlich scheiße, du kannst nicht einfach irgendwo in Hamburg etwas anbieten und dann den Leuten in München sagen, na, ist doch super hier, könntet doch einfach mal nach Hamburg fahren. So, funktioniert nicht so richtig. Digital geht das aber, da ist das gar kein Problem. Und dann ist es bei uns beiden, ursprünglich ist es ja lange dran gescheitert, dass wir die Technik nicht konnten, weil YouTube und so ist schon anspruchsvoll, aber das geht ja, wenn man Hilfe hat. Hat diese Zielgruppe, die ihr euch vorgenommen habt, 24 und kein Vaterunser können, ist das noch eure Zielgruppe? Also wir bleiben bei dieser Zielgruppe, bei dem, was wir uns überlegen, was wir machen und auch wie wir sprechen und so, bleiben wir bei dieser Zielgruppe. Aber wir erreichen mehr. Also unsere Lieblingszielgruppe sind Omas von queeren Menschen. Großmütter, ja. Ja, aber genau, wirklich aber weiblich. Es sind wirklich die Großmütter von queeren Menschen, die sich trauen, jetzt uns anzuschreiben, weil wir sind ja Pastorinnen, und uns Fragen über ihre Enkelkinder zu stellen. Das ist so zuckersüß und die erreichen wir auch. Aber das ist halt quasi im Grunde Beifang. Und ich glaube, unsere Zielgruppe ist ein bisschen älter. Die sind jetzt so im Schnitt, glaube ich, 27, 28 Jahre alt. Aber ansonsten trifft es das schon ganz gut. Und das sind wirklich oft Menschen, auch gerade queere Menschen, die einfach von der Kirche enttäuscht worden sind, denen vor den Kopf geschlagen wurde oder denen in Gemeinden gesagt wurde, hier, wir können dich gesund beten. So, also die wirklich Schlimmes mit der Kirche erlebt haben und die jetzt durch uns vielleicht, werden keinen Zugang zur Kirche, aber einen Zugang zum Glauben finden. Ärgert euch das im Gegenzug manchmal, dass ihr noch so ein Aushängeschild seid? Dass ihr so dieses Besondere seid? Oder?
Also wir sind, glaube ich, gar nicht das Besondere. Klar ist es so wie in der Gesellschaft auch, es sind ungefähr, sagt man ja, 10% queer oder sagen wir homosexuell nur 10%, oder? Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch nicht die Mehrheit der Generation, der Gesellschaft. Also kann es auch nicht alle Pastoren jetzt homosexuell oder queer oder sowas sein. Aber wir kennen durchaus viele queere PastorInnen. Und so ein Aushängeschild sind wir nicht. Und wir waren auch nicht das Aushängeschild der Kirche, weil wir haben einfach angefangen. Aber ihr seid schon Aushängeschild? Doch, denn das hast du ja am Anfang auch gesagt, wir sind der einzige YouTube-Kanal. Ihr seid der größte YouTube-Kanal. Ja, aber wir wurden nicht finanziert. Genau, nein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber erstmal seid ihr ja trotzdem das Aushängeschild. Ne? Ihr seid das Präsenteste. Genau. Wir haben uns am stärksten exponiert, also zur Schau gestellt. Das auf jeden Fall, das haben wir. Aber man kann nicht von einem Aushängeschild reden, wenn wir es eigentlich aus so einer Anti-Sache raus gestartet haben. Ja, also es ist ja nicht so, dass der Bischof kam und sagt, wir brauchen einen queeren kirchlichen Kanal, sondern wir haben gesagt, ey, wir brauchen einen queeren kirchlichen Kanal, um eben kein Sex vor der Ehe, sonst Hölle-Kanäle, einfach mal was entgegenzusetzen. Im Gegenzug, die Kirche, die Oberen haben ja oft gesagt, ach, so Mainstream wird sich gar nicht verkaufen lassen. Es wird sich gar nicht halten. Also es ist schwer, aus so einer Protestsache ein Aushängeschild zu machen, weil so verstehen wir uns gar nicht. Dazu ist natürlich die Frage, denn natürlich bekommt ihr Kritik. Kritik von außen, auf jeden Fall. Würde mich interessieren, ob ihr irgendwas mit euch rumtragt noch, was euch besonders wehgetan hat, von außen. Ich meine, womit wir natürlich immer wieder zu tun haben, sind, wir nennen sie immer diese Fundis. Ne? Also so, es gibt natürlich in christlichen Kreisen fundamentalistische Tendenzen. Also ich versuche immer ganz diplomatisch, sie nicht Idioten zu nennen, aber manchmal rutscht mir das auch raus. Jetzt habe ich es aber nicht gesagt. Die natürlich uns sagen, dass das nicht geht. Wir verstoßen gegen die Bibel, das ist alles böse, wir kommen in die Hölle und so. Das perlt ab. Also nach Theologiestudium. Klicks. Am Ende bringen die uns also auch schlechte Presse ist Presse, so mäßig. So. Genau. Aber als die angefangen haben, als ich schwanger war, vielleicht hormonell bedingt, ich war empfindlicher, als ich schwanger war. Und als die angefangen haben, unserem Kind in meinem Bauch das Böseste an den Hals zu wünschen, das war, dass wir doch bitte an unserem Kind erkennen mögen, dass es so eine Strafe für uns sein soll, dass wir dann erkennen, wie Gott unseren Lebensstil wirklich sieht. Da merke ich bis heute, das hat was mit mir gemacht. Da habe ich mich gefragt, wie kann sich jemand Christ nennen, der sowas schreibt? Was mir bei dieser Geschichte mit der Beleidigung für unser Kind irgendwie wehgetan hat, war, da habe ich das erstmal gespürt, was für eine Verantwortung wir haben für die queere Community. Stell mal vor, dieses Kind hätte jetzt wirklich erstmal eine Behinderung gehabt, dann wäre wirklich der Beweis für einige christliche Gruppierungen da gewesen. Sage ich doch. Homosexuelle können keine Pastoren, keine guten Christen sein, die leben in Sünde. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was für eine Verantwortung wir haben. Und auch, wenn so Gottesdienststörungen angedroht werden, da denke ich mir mal, das ist schon auch eine Straftat und das ist nicht so cool, wenn jetzt in Eime da irgendwie ich das Gefühl habe, ich stehe da auf der Kanzel und da könnte gleich so eine Verrückte reinkommen. Aber also habt ihr das? Also, ne, gibt es im analogen Gemeindeleben, gibt es da Verbindung zu eurem digitalen Kanal? Es gibt Leute aus dem weiteren Umkreis, die jetzt in unsere Gottesdienste kommen. Das gibt es, also, ja. Das würde man in der Kirche, spricht man immer von Strahlkraft, ne? Die kommen dann. Aber gibt es auch im Negativen? Also erlebt ihr analog Negatives, weil ihr digital Negatives erlebt? Also nicht von Fremden. Es gibt natürlich Leute in der Gemeinde, die das sehr kritisch sehen, was wir da machen, weil es natürlich überall, gerade in denen, die schon lange, seit Generationen eng mit der Kirche verwurzelt sind, so bestimmte Vorstellungen gibt. So handelt ein Pastor meistens. Ist ja schon schlimm genug, dass wir dann Pastorinnen sind und dann auch noch zwei. Also, ja, wow. Und jetzt auch noch ein Kind. Ja. Genau, aber verheiratet. Ja. Wo soll das hinführen? Ja, genau. Und die haben natürlich schon manchmal ein Problem damit. Die haben auch ein Problem damit, dass wir das Wort Scheiße schon mal benutzt haben oder so. Damit können die nicht unbedingt gut leben und die haben dann natürlich auch mit diesem Kanal ihre Schwierigkeiten. Aber niemand kann alle bedienen. Und wenn man versucht, einfach alle glücklich zu machen und jedem zu gefallen, dann zerbricht man in diesem Beruf eh. Das stimmt. In diesem Berufsstand, wir kennen alle diese Erfahrungen mit, also mich sprechen auch Leute an, die das alles doof finden, auch meine Öffentlichkeit doof finden und so, oder mich auf der Kanzel doof finden oder so. Das ist halt so. Welche Kritik erlebt ihr von Kolleginnen und Kollegen und wie geht ihr damit um? Wir bringen ja Hierarchien durcheinander. Machtverhältnisse werden ja durch uns aufgehoben. Ne? Also wie kann es denn sein, dass auf einmal wir von der Presse eingeladen werden? Und ich weiß noch, es gab mal einen Fall, da wurden wir kurzfristig in eine Talkshow eingeladen. Also ich wurde dann eingeladen. Und eigentlich war eine Regionalbischöfin eingeladen. Die ist abgesprungen und dann rief man mich an, statt in einem anderen Regionalbischofsbüro anzurufen. Weil zwischen Köln und Berlin liegt Eimer. Genau, das war schon so. Nur Eimer. Ausschließlich. Also ich hatte noch nie so sofort ganz schnell die Kirchenleitung am Hörer.
Sender, als die das gehört haben, als die das dann öffentlich gemacht haben vom Sender, dass ich jetzt als Gast damit dabei bin, da rief dann sofort jemand aus der Kirchenleitung mich an, um nochmal mit mir abzusprechen, worüber ich denn da wohl reden werde. Ja, ich glaube, das bringt schon ganz schön was durcheinander. Social Media hat halt die Kraft, dass man dann einfach angesprochen wird und nicht mehr einfach jeder sich ganz offiziell an den Pressesprecher von der und der Institution wendet. Das ist schon... Und bei uns ist ja nicht, weißt du, dir steht dann eine Sendezeit zur Verfügung in Talkshows oder als Moderator und so, aber YouTube oder Social Media könnte ja jeder machen. Das heißt, wir nehmen ja eigentlich niemandem was weg. Wir können immer sagen, also ich würde dir den YouTube-Kanal auch noch einrichten. So, ne? Also deswegen nehmen wir... Jetzt, wo ihr wisst, wie es geht. Jetzt, ja. Ich weiß es immer noch nicht. Ich auch nicht. Nee. Aber wir nehmen niemandem was weg oder dieses Argument könnte nicht kommen. Bei uns ist eher diese Paulus-Zitate, ne? Alle Eitelkeit und so müssen wir bekämpfen und das ist doch pure Eitelkeit, was ihr da macht. Ich glaube, das kommt am häufigsten, ne? Dass wir das nur zur Selbstvermarktung und so machen. Und wie geht ihr Wo ich damit denke, um? so, dann hätte ich aber auch ein fettes Konto. Ich habe wirklich eher Nachteile von dieser Arbeit. Also so Fahrtkosten oder Babysitter. Ja? Also jetzt brauche ich einfach einen Babysitter. Das sind Kosten, die ich habe. Und ich kann felsenfest sagen, ich habe nicht 1 Cent bis jetzt damit verdient. Nee, dafür mache ich es nicht für die volle, gute Tasche. Lasst uns einmal noch kurz gucken, denn ihr sagt, ihr stellt Hierarchien auf den Kopf. Ihr stellt ganz schön viel auf den Kopf. Und das macht ihr auch laut und schrill und manchmal viel. Also ne, manchmal ist es mir zu viel. Also Ja, so. auch. So. Genau, Wirklich, ja, aber ich es schäme ist mich fair- da auch ab und zu und denke mir, oh nee, Ellen, was für Themen hast du wieder rausgekramt? Du bist schmerzfreier, was das angeht? Ja. Ja, wir reden über so viele Dinge nicht in der Kirche, die das Leben aber bestimmen. Thema Sexualität so. Ja, die Diakonie kann eine Kampagne unterstützen, in der es heißt, mach's mit, solange über Kondome geredet wird. In unserer lesbischen Community werden selten Kondome verwendet. Warum darf ich nicht über Lecktücher dann reden? Wir reden über Verhütungsmittel so. Ich finde das wichtig. Haben wir dafür junge Menschen Angriffe gekriegt, und dafür ja. kommen dann aber auf einmal Angriffe. Also, aber das verstehe ich nicht. Wir haben viel zu viel, über das nicht geredet wird. Sexualität ist so ein großes Tabuthema in unserer Kirche, obwohl wir es mit Jugendarbeit, mit jungen Erwachsenen zu tun haben. Ich finde das fürchterlich. Also wir reden da ja nicht einfach, also klar, es bringt auch immer gute Klicks, muss man auch sagen, ist für den Kanal natürlich nicht schlecht, aber es ist doch auch gesund, darüber zu reden. Ihr seid ein Aushängeschild, ihr seid ein anstößiger Kanal, das meine ich im besten Sinne. Ihr stellt einige Hierarchien in Frage und auf den Kopf, so richtig so, wie Reformation das auch macht. Was muss sich eurer Meinung nach in Kirche ändern, damit Kirche eine Kirche für die Zukunft in der Gegenwart sein kann? Ach, ich glaube, wir sind auf einem total guten Weg. Wir haben immer weniger Mitglieder, was eine gute Entwicklung, glaube ich, ist. Ist erstmal ein überraschender Satz jetzt, was eine gute Entwicklung ist. Wieso? So, ich glaube einfach, dass es gut ist, weil wir können uns nicht mehr auf dem beruhen, dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, wird einfach irgendwann gar nicht mehr ausgesprochen werden dürfen, weil wir anders sind als Kirche. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, weil wir müssen uns diese Welt neu erschließen. Und ich glaube, das ist schon einfach großartig. Es gibt so an vielen Ecken ganz neue Formen, wie Glaube gelebt wird, wie Menschen unter dem Dach Kirche, wie auch immer das dann heißt, zusammenkommen. Und da sind wir auf dem besten Weg, einfach alles anders zu machen. Also keine Angst vorm Gesundschrumpfen? Genau, überhaupt nicht. Ich halte das für eine richtig gute Entwicklung. Unsere letzte Fahrstelle war in Brandenburg und da sind 10% in der Kirche. Also schlimmer kann es in Niedersachsen eigentlich nicht werden. Und trotzdem gab es einfach Veranstaltungen, wo ich hinterher beseelt da saß und dachte, ja, da hat Gott was bewegt. Und von daher, glaube ich, kann das im Rest der Republik auch passieren. Ja, letztlich heißen sinkende Mitgliederzahlen weniger Geld und ich glaube, Kirche braucht kein Geld, um zu existieren in der Form, wie sie jetzt ist schon, aber nicht in unseren Herzen. Die Idee von Kirche nicht. Nee, wir brauchen Menschen, die von ihrem Glauben erzählen, mehr nicht. Ja. Und von daher. Und genau das macht ihr. Und das macht ihr mit großem Erfolg und vielen Followern und auf, dass es noch mehr werden und ihr irgendwann nicht mehr das einzige Projekt seid in diesem Kontext. Nein, das wollen wir nicht. Genau, wie schön, dass ihr das heute Morgen mit mir geteilt habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und Ihnen natürlich vielen Dank, dass Sie wieder zugeschaltet haben bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag.